22. Juni 1957. Zwei schwer bewaffnete Justizbeamte führen einen Häftling in Richtung der Toiletten des ehrwürdigen Londoner Gerichtsgebäudes Law Courts an der Fleet Street. Der Mann in ihrer Mitte wirkt ruhig, fast schon gleichgültig. Er verbüßt eine 12-jährige Haftstrafe wegen eines spektakulären Kaufhausraubs. Doch an diesem Nachmittag möchte er die Justizverwaltung wegen unrechtmäßiger Verhaftung verklagen. Es ist ein bizarrer Zivilprozess, den eigentlich niemand ernst nimmt. Ein Häftling klagt mal wieder gegen irgendwas. Wen interessiert das schon? Vor der Toilettentür angekommen, nehmen die Wärter dem Mann vereinbarungsgemäß die Handschellen ab. Er tritt ein. Was die Beamten in diesem Moment nicht wissen: In diesem Raum warten der Bruder des Klägers und sein langjähriger Freund. Sie haben die schwere Holztür im Vorfeld unbemerkt präpariert. Als der Häftling die Toilette wieder verlässt, geht alles ganz schnell. Mit einer präzisen Bewegung stößt er die beiden Wärter zurück in den Raum, wirft die Tür zu und lässt ein mitgebrachtes Vorhängeschloss zuschnappen. Die Beamten sind gefangen. Der Mann rennt los, stürzt hinaus auf die Fleet Street und taucht im dichten Londoner Samstagsverkehr unter. Alfred George Hinz, von allen nur Alfie genannt, begeht seinen zweiten spektakulären Ausbruch innerhalb von 2 Jahren. Doch dieser Moment markiert nur einen kleinen Teil eines weitaus größeren, beispiellosen Krieges, den dieser Mann gegen das gesamte britische Justizsystem führte. Dies ist die Geschichte eines Mannes, der seiner eigenen Aussage nach 12 Jahre unschuldig im Gefängnis sitzt, währenddessen 3-mal ausbricht, sich selber Jura beibringt und am Ende das gesamte britische Justizsystem mit einer einzigen Klage schwer erschüttert. Um zu verstehen, wie aus einem Londoner Jungen der berüchtigtste Ausbrecherkönig des 20. Jahrhunderts werden konnte, muss man an den Ursprung zurückkehren. Alfred George Hinz wird 1917 in Newington Butts im rauen Süden Londons geboren. Seine Startbedingungen für das Leben sind denkbar schlecht. Kriminalität ist in seiner Familie der Alltag. Seine beiden Eltern werden wegen bewaffneten Raubüberfalls zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Sein Vater stirbt im Gefängnis, nachdem er von den Wärtern infolge einer disziplinarischen Prügelstrafe tödliche Verletzungen davongetragen hat. Der junge Alfie wächst als Waisenkind in staatlichen Heimen auf. Das Vertrauen in Recht und Ordnung hat er zu diesem Zeitpunkt schon verloren. Der Staat ist für ihn von Geburt an kein Beschützer, sondern ein brutaler Gegner. Mit gerade einmal 7 Jahren flieht er zum ersten Mal aus einem Kinderheim. Als Jugendlicher entkommt er erfolgreich aus einer strengen Besserungsanstalt für jugendliche Straftäter. Als der Zweite Weltkrieg ausbricht und er eingezogen wird, desertiert er aus der britischen Armee. Jahre verbringt er im Untergrund, lernt die Kunst der perfekten Tarnung, das Fälschen von Identitäten und das spurlose Verschwinden in einer Menschenmenge. Als der Krieg endet, baut er sich eine bürgerliche Existenz auf. Er arbeitet als Abbruchunternehmer, verdient gutes Geld. Er gilt als geschäftstüchtig, geschickt und intelligent, hat aber bereits einige Vorstrafen im Register. Im Jahr 1953 gerät sein Leben endgültig aus den Fugen. Im Zentrum polizeilicher Ermittlungen steht ein schwerer Safe-Einbruch im bekannten Londoner Kaufhaus Maples. Die Täter gehen professionell vor, sprengen den Tresor des dortigen Juweliergeschäfts und erbeuten Schmuck und Bargeld. Der Wert der Beute wird in den Ermittlungsakten auf rund 30.000 Pfund beziffert. Für die damalige Zeit ein kleines Vermögen. Es ist ein reines Eigentumsdelikt, keine Waffengewalt gegen Menschen, doch der Staat reagiert mit aller Härte. Die Ermittler stehen unter Druck. Als einer der festgenommenen Mittäter einknickt und Alfie Hinz als den Kopf der Bande und den eigentlichen Safeknacker benennt, schnappt die Falle zu. Hinz wird verhaftet, vor Gericht gestellt und im Jahr 1953 zu einer drakonischen Strafe von 12 Jahren Gefängnis verurteilt. Doch von der ersten Sekunde der Urteilsverkündung an beteuert Hinz lautstark seine absolute Unschuld und wirft der Polizei vor, die Beweise konstruiert zu haben. Statt sich in sein Schicksal zu fügen, erklärt er dem System den Krieg. Es ist eine eiskalte Nacht im Jahr 1955. Die dicken Mauern des Gefängnisses von Nottingham umschließen Hunderte von schlafenden Häftlingen. Die Anstalt gilt in ganz Großbritannien als absolut ausbruchssicher, ein moderner Festungsbau aus Stein und schwerem Stahl. Doch in einer der Zellen liegt ein Mann hellwach und wartet. Er hat jeden Schritt der Aufseher studiert, den Rhythmus ihrer Schritte, das Klirren der Schlüsselbünde. Und genau ein Schlüssel hat seine Aufmerksamkeit erregt. Der schwere Werkstattschlüssel, der den Weg in die Freiheit ebnen könnte. Hinz durfte ihn nie berühren, doch das musste er auch nicht. Tagsüber während seiner Arbeit in der Gefängniswerkstatt nutzt er jede Sekunde, in der die Wärter wegschauen. Aus groben Metallresten und weggeworfenem Schrott feilt
schleift und biegt er wochenlang im Verborgenen an einem exakten Duplikat. Ein einziger, winziger Fehler würde seinen Tod oder Jahre in Isolationshaft bedeuten. Als das Signal zur Nachtruhe ertönt und die Lichter erlöschen, schlägt seine Stunde. Lautlos gleitet Hinz aus seiner Pritsche. Sein Herz rast, doch seine Hände bleiben ruhig. Er nähert sich der ersten schweren Zwischentür, zieht den selbstgemachten Schlüssel aus dem Versteck und steckt ihn ins Schloss. Ein leises metallisches Klicken. Die Tür schwingt auf, er schlüpft hindurch. Dieses Spiel wiederholt sich an mehreren verriegelten Barrieren. Jeder Schritt im dunklen Korridor ist ein Tanz auf dem Vulkan, denn die Schritte der Wärter auf den oberen Galerien sind allgegenwärtig. Schließlich erreicht er den Innenhof. Vor ihm ragt die letzte scheinbar unüberwindbare Hürde auf. Die massive, gut 6 Meter hohe Außenmauer. Der kalte Wind peitscht ihm ins Gesicht, während er sich im Schatten der Scheinwerferkegel nach oben arbeitet. Jeder Muskel brennt, der nackte Stein reißt seine Hände auf, doch der Drang nach Freiheit treibt ihn voran. Mit letzter Kraft erreicht er die Mauerkrone, blickt kurz zurück auf die düstere Festung und lässt sich auf der anderen Seite in die Schwärze der Nacht fallen. Als Hinz den Boden berührt, bleibt keine Zeit zum Durchatmen. Nur wenige Meter entfernt im Schatten einer Allee flammen plötzlich 2 Scheinwerfer auf. Es ist ein Lastwagen. Am Steuer sitzt ein treuer Freund, der den Motor im Leerlauf laufen lässt und die Beifahrertür von innen aufstößt. Hinz hechtet in die Kabine, der Wagen beschleunigt mit quietschenden Reifen, noch bevor hinter den Gefängnismauern die ersten Alarmsirenen die Nacht zerreißen. Als am nächsten Morgen die Nachricht von der Flucht die Runde macht, steht Scotland Yard vor einem absoluten Rätsel. Ein Mann ist spurlos durch verschlossene Stahltüren spaziert, als wäre er ein Geist. Die britische Presse stürzt sich auf die Geschichte, feiert das handwerkliche Genie des Flüchtigen und verpasst ihm ehrfürchtig den Spitznamen, der ihn für immer unsterblich machen sollte: Houdini Hinz. Doch Hinz taucht nicht einfach nur unter. Er arbeitet monatelang als Bauhandwerker und Dekorateur, erst in Irland, dann quer durch Europa. Er führt ein fast normales Arbeitsleben, während Scotland Yard eine der größten Suchaktionen der Nachkriegszeit koordiniert. Erst nach 248 Tagen im Untergrund gelingt es den Detectives im Jahr 1956, ihn aufzuspüren und erneut zu verhaften. Hinz wird zurück hinter Gitter gebracht, doch die Monate in Freiheit haben ihm eines gezeigt: Das System hat Lücken, man muss sie nur finden. Fleet Street, Juni 1957. Hinz hetzt quer durch die Londoner Innenstadt in Richtung des Bahnhofs Waterloo, schüttelt seine Verfolger ab und schafft es tatsächlich, sich bis zum Flughafen von Bristol durchzuschlagen. Sein Ziel? Ein Flugzeug nach Dublin, die sichere Zuflucht in Irland. Doch hinter den Kulissen läuft die Fahndung von Scotland Yard bereits auf Hochtouren. Die Grenze ist dicht. Nur 5 Stunden nach seinem Verschwinden aus dem Gerichtsgebäude fällt Hinz den wachsamen Beamten am Flughafen auf. Noch bevor er die Gangway betreten kann, klicken die Handschellen. Der Staat wartet nicht lange, um ein Exempel an all jenen zu statuieren, die das System lächerlich machen. Im August desselben Jahres werden seine treuesten Verbündeten, sein Bruder Albert und sein langjähriger Freund Tony Maffia, zu jeweils 12 Monaten schwerer Haft verurteilt. Hinz selbst wird in die eiserne Disziplin des Gefängnisses von Chelmsford verlegt. Die Wärter dort werden angewiesen, den Houdini Londons keine Sekunde aus den Augen zu lassen. Wer jedoch glaubt, dass dieser bittere Rückschlag Alfie Hinz brechen konnte, täuscht sich gewaltig. Die dicken Mauern von Chelmsford sollen ihn zermürben, doch Hinz analysiert den streng getakteten Gefängnisbetrieb wie ein Schachgroßmeister. Seine Aufmerksamkeit gilt dabei einem Ort, an dem die Wachsamkeit der Aufseher für gewöhnlich etwas nachlässt: dem Badehaus. Und hier wiederholt sich exakt dasselbe methodische Muster, das ihn schon in Nottingham in die Freiheit geführt hat. Wie schon beim ersten Ausbruch studiert Hinz jede Schraube, jede Klinke und vor allem aber den Zylinder des schweren Türschlosses. Über Monate hinweg prägt er sich die exakten Maße im Kopf ein und genau wie in Nottingham nutzt er die Werkstätten des Gefängnisses. Vor den Augen der Aufseher feilt er in mühsamer Kleinarbeit an einem rohen Metallstück, bis es die Form des Badehausschlüssels annimmt. Fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem Fiasko am Flughafen von Bristol ist die Stunde der Wahrheit gekommen. Es ist der Moment des Schichtwechsels. Die Gänge sind für einen kurzen Augenblick schwächer besetzt. Hinz schlüpft unbemerkt zur Tür des Badehauses. Ein dumpfes Klacken. Das Schloss gibt nach. Er tritt ein und verriegelt die Tür sofort von innen, um sich wertvolle Minuten Vorsprung zu verschaffen. Jetzt muss es schnell gehen. Hinz blickt nach oben. Dort in mehreren Metern Höhe befindet sich das schmale Oberlicht des Badehauses. Er zieht sich mit aller Kraft an den Rohrleitungen der Wand hoch, bis er die eiserne Fensterhalterung erreicht. Mit gezielten, lautlosen Griffen hebelt er den Rahmen auf.
Der Spalt ist eng, doch Hinz zwängt sich hindurch. Er robbt auf dem Bauch über die rauen, rutschigen Dachfirste der Anstalt, immer darauf bedacht, flach im Schatten zu bleiben, um den Scheinwerfern der Wachtürme zu entgehen. Am Ende des Daches angekommen, blickt er in den Abgrund. Vor ihm liegt die Außenmauer. Er balanciert über den Sims, findet Halt an einer Blitzschutzanlage und klettert die letzten Meter hinab. Unten angekommen, rennt er nicht einfach los, sondern springt direkt in ein bereitstehendes Fluchtauto und bevor die Wärter das blockierte Badehaus überhaupt bemerken, ist der Houdini Londons längst auf der Autobahn Richtung Westen verschwunden. Fast 2 Jahre lang bleibt Alfie Hinz komplett vom Radar der Behörden verschwunden, als hätte er sich in Luft aufgelöst. Er streift seine alte Identität vollständig ab und erfindet sich komplett neu. Unter dem bürgerlichen Namen William Herbert Bishop lässt er sich im Westen Englands nieder. Er mietet ein Grundstück, baut sich eine solide Existenz als erfolgreicher Gebrauchtwagenhändler auf und betreibt im Hintergrund einen höchst lukrativen, perfekt organisierten Autoschmuggel. Bishop gilt in der Nachbarschaft als respektabler, fleißiger Geschäftsmann. Die Ermittler von Scotland Yard tappen völlig im Dunkeln, wälzen alte Akten und haben nicht den leisesten Anhaltspunkt. Hinz wäre unter diesem Namen vermutlich nie wieder gefasst worden, wenn ihm nicht die Ironie des Schicksals in Form eines banalen Alltagsfehlers dazwischen gefunkt hätte. Es ist eine reine Routinekontrolle auf einer Landstraße. Ein Streifenpolizist stoppt ihn und bemerkt, dass bei seinem Wagen die Zulassungspapiere nicht vollkommen ordnungsgemäß ausgefüllt sind. Es ist eine Kleinigkeit, doch der Beamte schöpft Verdacht, weil der charmante Autohändler ihm zu ruhig und zu glatt erscheint. Auf der Wache werden die Fingerabdrücke des vermeintlichen Herrn Bishop genommen. Als die Datenbank den Treffer ausspuckt, herrscht auf dem gesamten Revier ungläubiges Schweigen. Die Justiz geht kein Risiko mehr ein. Hinz wird in das berüchtigte Hochsicherheitsgefängnis Parkhurst auf der Isle of Wight verlegt. Eine Inselfestung umgeben von stürmischer See, gesichert durch die modernste Überwachungstechnik der Zeit und lückenlose Wachen. Seine Zelle ist ein absolut auswegloses Grab aus Beton und Stahl. Doch genau in dem Moment, als die Gitter hinter ihm ins Schloss fallen, begreift Hinz Folgendes: Wenn er die physischen Mauern aus Stein nicht mehr überwinden kann, muss er sich etwas anderes einfallen lassen. In seiner Zelle in Parkhurst beginnt Hinz mit dem Selbststudium. Er besorgt sich Gesetzestexte, Kommentare zum britischen Straf- und Zivilrecht und wälzt nächtelang juristische Fachliteratur. Der einstige Safeknacker transformiert sich Schritt für Schritt in einen Experten für das englische Gesetz. Unterstützung erhält er dabei von seiner Lebensgefährtin Lila Stuckley. Während Alfie in der Zelle Strategien entwirft, wird Lila zu einer vertrauten, fast schon alltäglichen Erscheinung im ehrwürdigen, stillen Lesesaal des British Museum, wo sie stundenlang Präzedenzfälle und obskure juristische Spitzfindigkeiten für ihn recherchiert. Hinz führt ab diesem Zeitpunkt einen beispiellosen juristischen Feldzug. Er tritt insgesamt 17 Mal selbst vor verschiedenen Gerichten auf und lehrt die hochbezahlten Kronanwälte das Fürchten. Er reicht 13 Berufungen vor den höchsten Instanzen des Landes ein. Jedes Mal vertritt er sich selbst, ohne Anwalt. Im Jahr 1960 erreicht dieser Kampf seinen vorläufigen Höhepunkt. Hinz plädiert 3 Stunden lang höchst selbst vor dem Berufungsausschuss des House of Lords, dem damals höchsten Gericht des Vereinigten Königreichs. Es ist ein historisches Bild, ein Häftling im Anzug, der den Lords des Landes die Feinheiten des Rechts erklärt. Doch die Justiz bleibt hart. Das House of Lords weist seine Berufung ab. Hinz muss zurück nach Parkhurst, um den Rest seiner 12-jährigen Strafe abzusitzen. Es sieht nach einer endgültigen Niederlage aus. Doch das eigentliche Genie von Alfie Hinz offenbart sich erst jetzt. Er begreift, dass er das Strafrecht nicht mehr für sich nutzen kann, also sucht er nach einem Hebel im Zivilrecht. Und die Gelegenheit dazu bietet ihm ausgerechnet der Mann, der ihn einst hinter Gitter gebracht hat. Im Jahr 1962 geht Herbert Sparks, der ehemalige Chief Superintendent der Flying Squad von Scotland Yard, in den Ruhestand. Sparks ist eine Legende der Londoner Polizei und er ist stolz darauf, den dreifachen Ausbrecherkönig Hinz endgültig zur Strecke gebracht zu haben. Um seine Rente etwas aufzubessern, schreibt Sparks eine Artikelserie für die auflagenstarke Boulevardzeitung Sunday Pictorial. In diesen Artikeln verhöhnt er dessen beharrliche Unschuldsbeteuerungen öffentlich und stellt Hinz als überführten, verlogenen Kriminellen dar. Das ist Sparks fataler Fehler. Hinz, der in seiner Zelle jedes Wort genau analysiert, erkennt sofort die juristische Flanke, die der Ex-Polizist aufgemacht hat. Er reicht eine Zivilklage wegen Verleumdung gegen Herbert Sparks ein und das ist ein genialer, hochgradig eleganter Schachzug.
Im englischen Recht gilt eigentlich der ehrbare Grundsatz des res judicata. Eine rechtskräftige strafrechtliche Verurteilung ist endgültig und kann von den beteiligten Parteien nicht einfach neu aufgerollt werden. Doch Hinz hat verstanden, dass dieser Grundsatz nur für die ursprünglichen Parteien gilt, also für die Krone gegen Alfred Hinz. Der Verleumdungsprozess läuft jedoch zwischen zwei Privatpersonen, Alfred Hinz gegen Herbert Sparks. Weil Sparks in seinem Artikel behauptet hat, Hinz sei definitiv der Schuldige des Maple-Raubs, dreht sich die Beweislast im Zivilprozess komplett um. Nun muss nicht mehr Hinz seine Unschuld beweisen. Plötzlich steht Sparks in der Pflicht, vor dem Zivilgericht den absolut wasserdichten, faktischen Beweis zu erbringen, dass Hinz damals im Jahr 1953 tatsächlich den Safe des Kaufhauses gesprengt hat. Hier hat Hinz das System ausgetrickst. Er hat sich über den Umweg des Zivilrechts eine faktische Wiederaufnahme seines Strafverfahrens erzwungen. Der Prozess im Jahr 1964 wird zu einer Sensation. Hinz zerpflückt die damaligen Ermittlungen der Polizei Punkt für Punkt. Er deckt Widersprüche in den Zeugenaussagen auf und demonstriert, dass die Beweise, die zu seiner Verurteilung führten, vor den strengen Maßstäben einer zivilen Jury keinen Bestand haben. Sparks und seine Anwälte schaffen es nicht, die Schuld von Hinz zweifelsfrei nachzuweisen. Das Urteil schlägt ein wie eine Bombe. Die Jury gibt Alfie Hinz in vollem Umfang recht. Er gewinnt den Verleumdungsprozess gegen den ehemaligen Chief Superintendent von Scotland Yard und erwirkt ein Urteil über 1300 Pfund Schadensersatz gegen Sparks. Das bedeutet im Klartext, eine britische Jury hat Alfie Hinz offiziell für ein Verbrechen freigesprochen, für das er zu diesem Zeitpunkt bereits 11 Jahre im Gefängnis gesessen hat. Es ist ein beispielloser Triumph. Hinz hat die Rechtskraft seines eigenen Urteils ausgehebelt. Er wird zum Volkshelden der Londoner Arbeiterklasse. Der kleine Mann hat den mächtigen Apparat von Scotland Yard mit dessen eigenen Waffen geschlagen. Kurz nach diesem Urteil wird Hinz im Jahr 1964 aus der Haft entlassen. Doch obwohl Hinz den Prozess gewonnen hat und als freier Mann das Gefängnis verlässt, wird seine ursprüngliche strafrechtliche Verurteilung von 1953 niemals offiziell aufgehoben. Das Innenministerium weigert sich beharrlich, eine formale Begnadigung auszusprechen. Der Staat kann den Zivilprozess nicht ignorieren, aber er will sein Gesicht nicht völlig verlieren. Nach seiner Freilassung nutzt Hinz seine enorme Popularität. Er wird zu einer prominenten Figur des öffentlichen Lebens im Großbritannien der 1960er Jahre. Er veröffentlicht seine vielbeachtete Autobiografie mit dem treffenden Titel Contempt of Court, zu Deutsch Missachtung des Gerichts. Das Buch wird ein Bestseller. Hinz, der sich alles selbst beigebracht hat, legt einen Intelligenztest ab und tritt der hochbegabten Vereinigung Mensa bei. Er wird zu einem gefragten Redner, hält Vorträge für den National Council of Civil Liberties und spart dabei nicht mit scharfer, fundierter Kritik an den Ermittlungsmethoden der Polizei und der Arroganz des Justizsystems. Seine zentrale, oft mit trockenem Humor vorgetragene These lautet, die Ermittler des Landes sollten endlich lernen, intelligenter zu sein als die Menschen, die sie jagen. Später zieht sich Hinz aus der Öffentlichkeit zurück. Er siedelt auf die Kanalinsel Jersey über, wo er ein erfolgreiches Immobiliengeschäft aufbaut und die Annehmlichkeiten eines wohlhabenden Ruhestands genießt. Dort stirbt Alfred George Hinz im Jahr 1991 im Alter von 73 Jahren als wohlhabender, angesehener und vor allem vollständig freier Mann. Aber war Alfie Hinz wirklich unschuldig? Diese Frage lässt sich bis heute nicht mit absoluter Sicherheit beantworten. Er war kein unbeschriebenes Blatt. Er hatte Vorstrafen und wurde von einem mutmaßlichen Mittäter schwer belastet. Doch die eigentliche Faszination dieses Falls liegt jenseits dieser Schuldfrage. Sie liegt in der Demontage einer unfehlbaren Institution. Hinz hat der Welt demonstriert, dass der Staat 11 Jahre lang einen Mann gefangen hielt, ohne jemals den sauberen, unumstößlichen Beweis für dessen Schuld erbringen zu können. Am Ende bleibt das Bild eines Mannes, den man nicht wegsperren konnte, weil er eben verstanden hatte, dass die mächtigsten Mauern der Welt aus Papier sind und dass man sie einreißen kann, wenn man weiß, wie man das Spiel richtig spielt.